Zum Anfang auf unserer Wanderung kann man hier die Zwergenkirche sehen. Naja, ob da jetzt wirklich Zwerge drin hineingegangen sind, weiß ich jetzt nicht, aber sieht zumindest so aus. Die Kirche ist nämlich nur 3 Meter hoch. Wir wollen jetzt mal den Untersberg ein wenig erkunden und hierfür gehen wir zur Grasselhöhle. Wir stehen gerade am Anfang des Weges und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich nehme euch da mal einfach mal mit und ihr könnt dann erleben, was wir hier so erleben. Okay, viel Spaß. Los geht's. Am Anfang ist der Aufstieg ein bisschen steil. Sind wohl seine 30 oder 20%. Die Grasselhöhle wird auch Krafthöhle genannt, weil dort die meisten Energien gemessen worden sind. Also psychische Energien könnte man sagen oder eben Energien, die unser Geist aufnehmen kann. Der Weg zur Grasselhöhle ist nicht so weit. So halbe Stunde, dreiviertel Stunde ist man schon da. Heute ist Sonntag. Wie viel haben wir heute? 13. Mai. Muttertag. Ah, am heiligen Muttertag, den wir hiermit entweihen, indem wir nicht unsere Mütter besuchen, sondern den Untersberg. Man muss ja Prioritäten im Leben setzen. Das Herzchakra von Europa. Genau, das stimmt. Sieht aus wie eine Eule. Das ist ein kleiner Riese gewesen einst. Ja. Da unten ist der Eingang der Zwerge. Da. Steine mit viel Moos bewachsen ist immer ein Zeichen dafür, dass hier Naturwesen tätig sind. Auf meinem letzten Ausflug habe ich ja einen Zwerg gehört und gefühlt. Gesehen habe ich ihn nicht. Anscheinend Meister der Tarnung, so wie wilde Tiere vielleicht. Und der hat mich da beobachtet, der Zwerg. Ich habe ihn auch mal knacken hören, dass er auf Äste getreten hat und so. Und vielleicht treffen wir den Zwerg heute wieder. Kann ja sein, dass er sich noch an mich erinnert. Oder wir werden in die innere Erde entführt. Alternativ besteht noch die Möglichkeit, dass wir halt in die innere Erde entführt werden. Oder zumindest eingeladen. Dann werdet ihr das Video hier wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das heißt, wenn ihr dieses Video jetzt seht, wurden wir nicht eingeladen.
Die Bäume wirken hier so wie in Kanada im Moment. In 3 Stunden soll es regnen. Ich hoffe, wir sind frühzeitig wieder zurück. Ansonsten müssen wir Das wird spannend. Ansonsten müssen wir in der Grasselhülle übernachten. Okay. Auch nicht schlimm, oder? Wird vielleicht ein bisschen frisch dann. Ja, Wird. Papa Sloans, ja, sind wir schon da? es dauert noch ein bisschen. Papa Sloans, Ja, fickst du auch die Slomfine? alle ficken Schlumpfine. Was? Also hier geht ziemlich tief runter, hier zum Vergleich. Ganz steil nach unten. Wer hier runterfällt, dem geht es nicht mehr lange gut. Nein, du hast keine Phase. Was ihr da im Hintergrund hört, ist das Gletscherwasser, das vom Untersberg kommt. Und das wird auch umgeleitet, so viel ich weiß, in die Trinkwasserversorgung. Was? Das sind auch Rohre. Ja. Hier Rohre. Das aus, als wäre es gemauert worden, oder? Ja, Was drunter ist. ist es auch. Echt? Ja. Shiva, kann man das rauchen?
Ja, ein bisschen. Hier ist auch eine kleine Höhle. Nein? Zumindest ein kleiner Zugang. Das ist voll tief, richtig tief. Hier werfen die Menschen immer Münzen rein und wünschen sich was. Nichts. Der Spalt ist ungefähr 1 Meter breit. Vielleicht 2 Meter lang. Also hier kommt man nur mit dem Seil runter. Wir sind jetzt schon ganz in der Nähe. Ich glaube, da ist der Eingang, wenn ich mich recht entsinne. Oder da oben. Das sieht so nach Gemäuer aus. Da oben. Da oben ist Da der oben, See. ja. Gut, dass da ein Mensch geht. Ja, da oben ist eine Höhle. Es sind schon 1, 2 Leute da. Mal schauen, ob wir da jetzt noch hinkommen. Okay, ja. Da oben ist die Grasselhöhle. Wir haben sie gefunden. Von einer riesigen Wand. Die Shiva klettert schon in die kleine Nebenhöhle. Also eine riesige steile Felswand. Und aus der ist wahrscheinlich irgendwann die Höhle entstanden, wie auch immer. Der Zugang ist aber zu, da kommt man nicht durch. Hier legen die Leute mal Gegenstände hin oder Sprüche. Momentan sind noch nicht so viele da. Nur ein Blümchen.
also eine Krafthöhle, die sehr intensive Energien hat. Die kann man auch spüren, wenn man hier rumsteht. Was? Ja, ne? Was spürst du? Ja. So sieht die Höhle aus, wenn man drin sitzt. Nach außen ist ein bisschen Feuchte drin. Hier hat jemand ein Herzchen gemacht. Noch ein Zeichen. Da noch so ein esoterisches. Das Om. Om. Durst, ich kann einen Stein wecken. Das klingt gut. Oh, ein Zaubererstab. Gandalf war hier. Oh! Das war ein großer Gandalf, ha? Du kannst nicht vorbei. Kerzenwachs. Bestimmt Rituale gemacht in der Höhle. Oh ja, ein Gesicht. Eingefroren, zu Stein geworden. Zwei eigentlich, siehst du das? Ein kleines und ein großes. Ja. Das ist ja gruselig. Das sieht echt wie ein Gesicht aus, ne? Zwei, ja. Ja. Der sagt da was. Was macht ihr hier in meiner Höhle? Sprich zu uns, Steinmensch. Steinwesen. Die sieht aus wie ein Katzengesicht. Da unten wie ein Krokodil. Irgendwie sieht das Und eher Drachen? aus wie dieses Hörner von dem. Ja, ist ein bisschen feucht in der Höhle. Hat ja gestern noch geregnet. Was ist denn das? Ein Symbol. Also wer weiß, was das Symbol bedeutet, kann es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ist das nicht das Rad des Lebens oder sowas? Könnte sein. 8 Speichen aus lauter Siebenen.
Also groß ist die Höhle nicht, vielleicht sind das 10, 15 Meter in der Tiefe, 10 Meter breit, so 3 Meter hoch vielleicht. Ja, wird so 40, 50 Quadratmeter haben. Ja. Also eine nette Wohnung. Der Aufstieg ist nur ein bisschen mühsam dann, immer wieder, zum Einkaufen. Rohkostblätter. Ja, man kann ja von den Blättern leben, oder? Was eine Aussicht. Ach so. Ja, hier ist ein ganz beschwerlicher Steinweg, den wir gelaufen sind. Der Abstieg wird sehr schnell gehen, weil wir dann fallen werden. Wir werden rollen. Wir werden rollen auf dem Rückweg. Wenn man schon anfangen muss, sich zu bücken, um hier hochzukommen, dann wird es schon gefährlich, ne? Für den Abstieg. Vor allem mit den Schuhen willst du nicht immer bücken. Ja. Ein festes Schuhwerk ist immer zu empfehlen. Bitte keine Stöckelschuhe. Hotpants ist okay? Hotpants ist okay. Es geht noch ein bisschen höher. Fantastische Aussicht vom Untersberg. Live. Wurde anscheinend Abbau betrieben oder so. Man weiß es nicht. Den Weg, den wir entlang gegangen sind, sehr steinig, wie man sieht. Und steil. Wir wissen nicht, wohin der Weg führt. Aber da hinten sieht man schon den Weg. ...720 Meter Höhe, höre ich gerade. Ja, wir laufen mal weiter und da vorne ist ein gerader Weg. Ich hoffe, der bleibt so. Fleißig gerodet wurde hier. So, der Weg ist jetzt gerade geworden. Jetzt geht es durch den dunklen Tannenwald vom Untersberg. Wenn jetzt ein Zeitfeld auftaucht, sind wir erledigt.
und werden vermutlich 3 Monate in die Zukunft katapultiert. Gretel, wie weit ist es noch? Oh, hier haben sich schon Leute verewigt. Hast du die Brotkrumen verteilt? Hier sitzen die Menschen. Das ist auch mal eine spannende Ecke wieder. Ja, Das sieht aus, das ist ein Felswand, sieht aus wie gemauert, wa? ja, das ist alles gemauert. Meinst du wohl? Ja. Was soll denn da drin wieder? Okay, das ist gescheit glatt. Ja. Ja. Wir haben jetzt einen geheimen Weg gefunden, auf dem Schienen verlegt worden sind, wahrscheinlich aus dem Weltkrieg noch. Die Nazis haben ja so fleißig abgebaut, vermute ich mal. Weil die Schienen werden ja heute nicht mehr benutzt. Ah. Oh, wir haben eine Brücke gefunden. Aber ob ich die drüber gehen möchte, das bezweifle ich stark. Ja, das ist nur für die ganz Mutigen, Ja. für die Hardliner. Also für die Hardliner gibt es hier eine Art Todesbrücke? Todesbrücke. Oh Mann. Das war aber wirklich mal eine, oder? Ja, das ist wirklich eine Todesbrücke. Aber es war mal wirklich eine echte Brücke, glaube ich. Ja. Hammer. Wer fliegen möchte? Da geht sehr tief runter. 50 Meter locker. Hier ist eine Absperrung. Man weiß nicht, wo die. Wo es hinführt. Treten verboten. Da dürfen wir natürlich jetzt nicht rein. Ja, hier kann man wen einsperren, ne? Für die bösen Mädchen. Und Jungs? Wo der Weg wohl hinführt. Ah, ein Steinschlag. Wahrscheinlich so ein normaler Wanderweg, den man von zwei Seiten begehen kann. Und in der Mitte war es zu gefährlich oder so. Deswegen haben sie da. Ja. Tja, jetzt gehen wir gerade wieder zurück. In der Hoffnung, wir kommen nicht allzu weit vom Auto entfernt wieder raus. Wir haben gerade versucht, hier querfeldein eine Abkürzung zu nehmen, zur Straße runter, weil der Hauptweg ganz groß im Kreis einen Umweg macht. Und jetzt bin ich hier stehen geblieben, weil wir haben hier Äste knacken hören und Schritte gehört. Wer kann das sein, Gretel? Die 7 Zwerge. Ich vermute es auch. Gretel, Ja, wer war das? das waren bestimmt die 7 Zwerge. Hänsel. Jetzt hören wir nichts mehr. Anscheinend haben sie sich versteckt, so wie wir. Stehen wir jetzt ganz still. Total still. Ja. Schon verrückt, jetzt stehen wir irgendwo mitten im Wald und keiner weiß so recht, wo wir sind.
Nee, gar nicht. Müssen wir uns da Sorgen machen? Gretel? Nein, wir müssen uns keine Sorgen machen, Hänsel. Ja, wir haben es jetzt geschafft und sind jetzt zurück von der Grasselhöhle. Ja, als Zusammenschnitt würde ich sagen, war eine schöne kleine Abenteuerreise. Was meinst du, Shiva? War schön, abenteuerlich, steil, anstrengend, ermüdend. Ja, jetzt sitzen wir in dem Insider-Restaurant Estera, wo sich so mancher Untersberg-Forscher gern mal trifft. Und ja, den Kobold haben wir leider nicht gefunden. Auch wenn wir seltsame Geräusche gehört haben. Und Äste knacken und Schritte und dergleichen. Hast du das auch gehört? Nein, ich habe es nicht gehört. Okay. Wir sind dann querfeldein zurückgelaufen, weil wir den beschwerlichen Weg nicht mehr zurückgehen wollten. Aber wir haben einen ganz guten Weg gefunden, sind dann durch den Steinbruch gekommen, wo Marmor abgebaut wird. Und ja, aber der Weg war einfacher, auch wenn er ein bisschen länger war. Und sicherer. Und sicherer, ganz genau. Und bist du kaputt? Und wie, ey? Ja. Man ist nichts mehr gewöhnt. Ja, nichts mehr gewöhnt, das merkt man dann, das ist richtig. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss. Tschüss.